Hallo liebe Häkelfreunde, dieser wunderschöne Raglan von oben Pullover aus feiner Merino-Wolle besticht durch seine zarten Zopfstreifen, welche das klassische Design elegant unterstreichen. Der Pullover ist nicht schwierig nachzuarbeiten, muss aber während des Häkelns bzw. im Zuge der Abschlussarbeiten in Form gezogen werden, da er in Runden ohne Wenden gehäkelt wird. Wie ihr hier seht, ist das aber mit ein bisschen Geschick kein Problem. Die Anleitung enthält die Angaben für die Größen 36 bis 50. Die Größenangaben erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr ebenfalls im Video nach den Intros. Bitte unbedingt das gesamte Video anschauen und nichts überspringen, denn das Video enthält bereits viele wichtige Informationen, bevor wir mit dem Häkeln beginnen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Dieses Projekt kann mit unterschiedlichen Materialien umgesetzt werden, weil ihr aus verschiedenen Maschenzahlen wählen könnt. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle, aber nicht zu dünn, damit der Pullover nicht steif wird. Achtung, die Verwendung völlig anderer Materialien ändert den Verbrauch. Dieser kann dann nicht mehr ausreichend genau vorhergesagt werden. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Für das Muster brauchen wir pro Kante eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 3 zusätzliche Maschen. Im Video stehen 3 verschiedene Maschenzahlen und Aufteilungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Pullover wird von oben nach unten in Runden ohne Wenden gehäkelt. Dadurch entsteht eine Neigung der Stäbchen und der Pullover kann während des Häkelns schief erscheinen. Deshalb muss er am Ende gewaschen, in Form gebracht und liegend getrocknet werden. Orientiert euch an den Zopfstreifen und am runden Übergang. Die Form des Pullovers wird von euch bestimmt. Ich halte mich an folgende Faustregel, wenn von oben nach unten gehäkelt wird. Die Anfangskette muss locker über den Kopf passen, im Zweifel besser zu groß als zu klein. Der Ausschnitt kann am Ende durch Verwendung einer dünneren Häkelnadel bzw. durch höhere Reihenanzahl verkleinert werden. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler.
Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick-Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 4 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 4,5 mm um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht und die Kette sollte ungefähr 60 cm lang sein. Ihr könnt aus verschiedenen Maschenzahlen wählen. Die schreibe ich euch oben in die Ecke. Und ich mache 100 feste Maschen und ihr schaut, welche Zahl am besten für euch geeignet ist, um ungefähr auf 60 cm zu kommen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 100 feste Maschen angeschlagen. Bei mir sind das ungefähr 60 cm. Die schönen Maschen sind unten und wir geben die Kette oben zusammen, sodass die schönen Maschen im Außenkreis sind. Und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel 4,5 mm um. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche, wo die Luftmasche herauskommt, eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und dann häkle ich noch 2 Stäbchen in die nächsten 2 Maschen. Und in jede 4. Masche häkeln wir eine Zweiernoppe, einen Umschlag, den Faden einmal durch, einen Umschlag, den Faden ein zweites Mal durch, alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die maschen wir gemeinsam ab. Und dann häkeln wir wieder 3 Stäbchen
und in jede vierte Masche eine Zweiernoppe, noch einmal 3 Stäbchen, eine Zweiernoppe, und noch einmal 3 Stäbchen. Ich hatte die Ausgangszahl 100, das bedeutet, ich brauche hier insgesamt 15 Maschenköpfe und das sind 3 Noppen. Die Zahlen für die anderen Ausgangszahlen schreibe ich euch oben in die Ecke. Ihr müsst eure Ausgangszahl kennen und oben nachschauen, wie viele Maschen ihr häkeln müsst bis zur Ecke. Die Ecke besteht in dieser ersten Runde aus 2 Luftmaschen und dann häkeln wir ein Vorder- bzw. Rückenteil und wir häkeln immer 3 Stäbchen und dann eine Zweiernoppe. 3 Stäbchen, eine Zweiernoppe. Und bei einer Ausgangszahl von 100 brauche ich 35 Maschenköpfe, also immer die Maschen zählen. Und ihr schaut oben nach, welche Zahl ihr braucht, und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen und Noppen gehäkelt. Die Kante beginnt immer mit 3 Stäbchen und endet auch mit 3 Stäbchen. Und wir häkeln unsere zweite Ecke und dann häkeln wir dieselbe Anzahl Maschen wie beim ersten Ärmel. Ihr könnt immer oben nachschauen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Der zweite Ärmelabschnitt muss genauso aussehen wie der erste. Wie gesagt, am Anfang der Kante 3 Stäbchen und am Ende der Kante ebenfalls 3 Stäbchen. Dann häkeln wir wieder die Ecke und diese Kante wird genau gleich wie diese Kante. Wir starten auch hier mit 3 Stäbchen und in jede vierte Masche häkeln wir eine Zweiernoppe und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Kante endet mit 3 Stäbchen. Wie gesagt, diese Kante ist gleich wie diese Kante und diese beiden müssen ebenfalls gleich sein. Am Ende der Runde schließe ich nicht mit 2 Luftmaschen, sondern mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. Auf diese Weise haben wir hier auch eine schöne Lücke und wir befinden uns in der Mitte der Lücke. Und die nächste Runde, die wir nun machen werden, wird im Prinzip stets wiederholt. Wir häkeln eine Luftmasche und in die Lücke das Ersatzstäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke.
Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Und jetzt häkeln wir alle Stäbchen bis zur ersten Noppe. Im Moment haben wir hier 3 Stäbchen bis zur ersten Noppe. Und um die Noppe der Vorrunde häkeln wir eine Reliefnoppe. Wir holen einen Umschlag, wir stechen um die Noppe herum, holen den Faden durch, holen einen Umschlag, stechen noch einmal um die Noppe herum, holen den Faden durch. Wir maschen alle Fäden ab, sodass 2 auf der Nadel bleiben. Die maschen wir zusammen ab. Ganz wichtig, macht diese Noppen nicht winzig klein. Ich zeige es euch gleich noch einmal. Dann die Noppe zur Seite schieben, dass der nächste Maschenkopf sichtbar wird. Hier muss das nächste Stäbchen hinein. Wir haben zwischen den Noppen immer 3 Stäbchen. Und dann um die Noppe der Vorreihe eine Zweiernoppe häkeln, einen Umschlag holen, um die Noppe herumstechen, den Faden durchholen, nicht zu klein, ein Umschlag, den Faden durchholen, heraufziehen, alle Fäden abmaschen bis auf 2 und dann die letzten 2 abmaschen. Und hier müssen immer 3 Stäbchen sein. Die Noppe nach rechts schieben, damit der Maschenkopf gut sichtbar ist. Eine Zweiernoppe häkeln. Alle Stäbchen bis zur Ecke häkeln. Und in die Ecke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und jetzt sind die Streifen schon sehr gut sichtbar. Je nach Maschenzahl könntet ihr hier auch mehr haben als ich. Ich habe nur 3. Und jede Kante beginnt so, dass wir alle Stäbchen bis zur Noppe häkeln. Und um die Noppen herum häkeln wir wieder eine Noppe. Und wie gesagt, macht diese Noppe nicht winzig klein, sonst stellt sich das so auf. Und wir häkeln bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch nach der letzten Noppe haben wir in dieser Runde 3 Stäbchen. Wichtig ist, es müssen immer an allen Ecken gleich viele sein. Wir häkeln die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir alle Kanten und Ecken genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier haben wir 3 Stäbchen nach der letzten Noppe. Und ganz wichtig, am Ende der Runde 2 Stäbchen in die Lücke. Das ist die zweite Hälfte der Ecke. Und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und wir starten immer mit einer Luftmasche
und wir häkeln das Ersatzstäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir bis zur ersten Noppe schon 5 Stäbchen. Und wie gesagt, das muss dann an allen Ecken genau gleich sein. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur ersten Noppe. Und um die vorhandenen Noppen häkeln wir wieder Noppen. Immer Zweiernoppen, und das sieht dann mit der Zeit aus wie kleine Zöpfchen. Ganz wichtig, zwischen den Noppen sind es immer 3 Stäbchen. Das bleibt immer gleich. Die Anzahl der Noppen bleibt ebenfalls gleich, nur an den Ecken werden es pro Runde 2 Stäbchen mehr. Und ganz wichtig, die Noppen nicht winzig klein häkeln. Immer den Faden ein bisschen heraufziehen, abmaschen und noch einmal abmaschen, sodass sich das nicht so zusammenzieht. Und wir häkeln bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier haben wir bis zur Ecke 5 Stäbchen. Wie hier, ganz wichtig, ohne die Ecken zählen. In die Ecke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und auch hier haben wir jetzt 5 Stäbchen bis zur ersten Noppe. Wie gesagt, das muss immer an allen Ecken genau gleich sein. Und wir häkeln alle Kanten und Ecken genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende haben wir hier 5 Stäbchen. Und ganz wichtig ist natürlich die zweite Hälfte der Ecke. Die dürft ihr nie vergessen. Und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Zur Kontrolle, ihr habt hier immer eine ungerade Maschenzahl an allen Ecken und die Maschenzahl muss an allen Ecken immer gleich sein. Und pro Runde kommen 2 Stäbchen hinzu durch die Zunahmen in den Ecken. Und wir häkeln immer dieselbe Runde, bis die breite Seite ein bestimmtes Maß erreicht hat. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke. Am besten schaut ihr euch gleich die nächste Einstellung an. Dann wisst ihr, wie es dann aussehen muss. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat für die Größe 40-42 die benötigte Größe erreicht. Ich habe hier circa 54 cm. Und jetzt teilen wir die Ärmel ab. Und ich beginne mit einer Luftmasche und ich überspringe den Ärmelteil, ich lege die 2 Lücken übereinander, ich häkle durch beide Lücken durch zunächst eine feste Masche und dann häkle ich das Ersatzstäbchen zu Ende. Und dann häkeln wir beim nächsten breiten Teil weiter. Einfach wie gewohnt die breite Seite hinüber häkeln im Muster
bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur nächsten Ecke gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt und wir legen wieder die Lücken übereinander. Und wir häkeln ein Stäbchen durch beide Lücken durch. Und dann häkeln wir wieder beim breiten Teil weiter, einfach auf dem nächsten Stäbchen. Und wir häkeln die Runde zu Ende und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, ich häkle auch hier nur bis zur Lücke und dann schließe ich mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun stets wiederholt. Unter dem Arm habt ihr jetzt einfach Stäbchen und ich zeige euch noch einmal den Anfang der Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und häkeln in das Ersatzstäbchen der Vorrunde wieder das Ersatzstäbchen. Und dann häkeln wir einfach rundherum im gegebenen Muster und am Ende mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens schließen und wir häkeln den Pullover gerade hinunter bis zum Bund. Ich schreibe euch Richtwerte bis zum Bund oben in die Ecke und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den Pullover gerade hinunter gehäkelt. Ich habe ab der Schulter gemessen eine Gesamtlänge von ca. 55 cm. Die Naht müsst ihr immer wieder schön gerade ziehen und die Noppenreihen als Orientierung verwenden. Und jetzt häkle ich noch ca. 10 cm Bund dran und dazu verwende ich eine Häkelnadel 4 mm, also eine halbe Nummer weniger. Ab jetzt starten wir mit 2 Luftmaschen und damit ist das Ersatzstäbchen besetzt und wir häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und auch hier bei den Noppen ist es möglich, entweder ein Reliefstäbchen von vorne oder ein Reliefstäbchen von hinten zu häkeln, so wie es sich bei euch ausgeht. Einfach den Rhythmus über die gesamte Runde beibehalten. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier sind die 2 Luftmaschen des Beginns und die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und jede Runde beginnt mit 2 Luftmaschen und dann folgt ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Wir häkeln die Maschen so, wie sie erscheinen. Und am Ende der Runde haben wir ein Reliefstäbchen von vorne und eine Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und mit dem Bund könnt ihr die endgültige Länge des Pullovers bestimmen. Ich mache ungefähr 10 cm Bund. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Für den Kragen nehme ich eine 4 mm Nadel, also eine halbe Nummer weniger als für den Rest, damit der Ausschnitt nicht zu groß bleibt. Und ich beginne an einer Schulter. Irgendwo steche ich ein, ungefähr in der Hälfte der Schulter. Ich hole den Faden durch und ich steche hier tief ein. Ich nehme nicht nur den obersten Faden. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch und häkle in dieselbe Masche das Ersatzstäbchen. Und dann häkle ich in jede vorhandene Einstichstelle ein Stäbchen rundherum und ich achte dabei darauf, dass ich eine gerade Anzahl Stäbchen erhalte. Und wenn ihr wieder hier angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen. Falls ihr eine ungerade Zahl habt, könnt ihr hier noch ein Stäbchen in die erste Masche häkeln. Und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und ab jetzt beginnen wir mit 2 Luftmaschen. Und damit ist das Ersatzstäbchen besetzt und wir häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne. Und dann schließen wir in die zweite Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Und wie gesagt, wir beginnen mit 2 Luftmaschen und wir starten mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann folgt ein Reliefstäbchen von hinten und so weiter. Und am Ende haben wir ein Reliefstäbchen von vorne und eine Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und je mehr Runden ihr macht, umso kleiner wirkt der Ausschnitt, weil er sich dann näher an den Hals anlegt. Also zwischendurch anprobieren und so viele Runden machen, bis der Ausschnitt für euch passt. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, aber wie gesagt, macht eine Anprobe. Und wenn ihr den Kragen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen fertiggestellt und ich habe einen Ärmel vorbereitet. Den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam und ich wollte euch noch zeigen, dass man auch während des Arbeitens den Pullover bereits in eine gerade Form bringen kann, durch Zurechtziehen. Und ihr könnt euch hier am runden Übergang orientieren und auch an den Zopfstreifen, dass die schön senkrecht sind. Beim Ärmel habe ich es so gemacht, ich habe den Ärmel nicht über die gesamte Breite des Armlochs gehäkelt, sondern hier unter dem Arm noch eine kleine Naht gemacht. Das kommt darauf an, ob ihr starke Oberarme habt oder nicht. Also ihr könnt entweder den Ärmel über die gesamte Breite des Armlochs häkeln oder eben ein bisschen schmaler. Ich mache heute die schmalere Variante und bei mir genügt zum Beispiel hier eine Breite von ca. 20 cm.
Das sind etwa 22 bis 23 cm und deshalb mache ich es so, ich lasse hier 5 Stäbchen aus und beginne im 6. Stäbchen. Das müsst ihr natürlich dann auf der Rückseite gleich machen. Und hier schlinge ich an. Ich schreibe euch Richtwerte für die Breite oben in die Ecke, aber macht eine Armprobe und schaut, wie breit der Ärmel benötigt wird. Und in diesem Stäbchen häkle ich das Ersatzstäbchen und dann häkle ich Stäbchen bis 2 Maschen vor den Zopfstreifen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei den Zopfstreifen angekommen und hier vor dem Zopfstreifen häkle ich 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das ist in der nächsten Reihe nur noch eine Masche. Und dann häkeln wir die Zopfstreifen und hier nach den Zopfstreifen sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach den Zopfstreifen mache ich wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und dann häkeln wir auf dieser Seite genau gleich viele Stäbchen wie auf dieser Seite. Und bei mir bedeutet das, ich lasse am Ende 5 Stäbchen weg. Die Anzahl kann bei euch natürlich anders sein. Wichtig ist, hier und hier müssen gleich viele Stäbchen sein. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf dieser Seite gleich viele Stäbchen gehäkelt und hier lasse ich das gleiche Stück offen wie hier und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Dieses kleine Stück könnt ihr mit dem Anfangsfaden später auf der Innenseite zusammennähen. Und das war die erste Runde mit Abnahmen und ich habe es so gemacht, ich habe in jeder dritten Runde abgenommen, das bedeutet, ich häkle jetzt 2 Runden ohne Abnahmen. Wir beginnen immer mit dem Ersatzstäbchen über dem Ersatzstäbchen der Vorreihe. Und dann häkeln wir in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen, die Zopfstreifen wie gewohnt und auf der anderen Seite wieder in jeden Maschenkopf ein Stäbchen. Hier, wo die Abnahme der Vorreihe ist, nur ein Stäbchen häkeln. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen und schließe mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde und ich häkle noch eine Runde ohne Abnahmen, genau wie die Runde, die wir soeben gemacht haben. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Runde fertig gehäkelt. Wir haben jetzt 3 Runden gehäkelt, eine Runde mit Abnahmen und 2 Runden ohne Abnahmen. Das ist hier sehr gut zu erkennen. Ihr könnt euch also an den Abnahmen hier orientieren. Wichtig, immer vor und nach den Zopfstreifen die Abnahme durchführen
und ich habe, wie gesagt, in jeder dritten Reihe die Abnahmen gemacht. Das bedeutet, jetzt käme bei mir wieder eine Reihe mit Abnahmen und 2 Reihen ohne Abnahmen. Wenn ihr den Ärmel eher breiter begonnen habt, könnt ihr zum Beispiel die Abnahmen auch in jeder zweiten Reihe machen. Und das macht ihr so lange, bis der Ärmel schmal genug ist und bis er bis zum Bund die benötigte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke. Mit dem Bund können wir die endgültige Länge noch bestimmen und für die Breite schreibe ich euch Richtwerte oben in die Ecke. Sobald der Ärmel schmal genug ist, mit dem Abnehmen aufhören. Bei mir ist es sich so ausgegangen, dass ich bis zum Bund hinunter die Abnahmen in jeder dritten Runde gemacht habe. Und wenn euer Ärmel so weit gekommen ist, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschten Maße erreicht und jetzt häkeln wir noch einen Bund dran, so wie an den anderen Stellen. Und ich verwende auch hier eine Häkelnadel 4 mm und da wir eine gerade Maschenzahl brauchen, habe ich hier am Ende der Runde, in der letzten Runde, noch eine Masche abgenommen. Und dann häkeln wir wieder 2 Luftmaschen am Anfang der Reihe und abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, so wie bei den anderen Stellen. Die Reihe endet mit einem Reliefstäbchen von vorne, wobei diese beiden zusammen abgemaschten Stäbchen als ein Stäbchen zu betrachten sind. Und mit der Länge des Bundes könnt ihr die endgültige Länge des Ärmels durch Anprobe ermitteln. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unser wunderschöner Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.